Salve und willkommen zu meiner Roman Coin Show. Habt ihr schon einmal 50, 100 oder vielleicht sogar 500 Euro für eine römische Münze ausgegeben, in der Annahme, sie sei zu 100% ein Original? Später hat euch dann jemand gesagt, dass sie eindeutig ein Fake ist. Um euch vielleicht vor solchen schmerzhaften Fehlern zu bewahren, ja, darum soll es in diesem Video gehen. Wer kennt es nicht, das Gefühl nach einem Münzkauf, wo langsam der Zweifel an einem zu nagen beginnt: Ist sie wirklich echt? Und dann beginnt die Suche in den Foren. Wer kann es mir sagen? Und nachdem du ein paar Tage mit überreiztem Nervenkostüm in den Social Medias herumgepostet hast, steht's da plötzlich schwarz auf weiß. Hallo Rumpelstilzchen, deine Münze ist eindeutig ein Fake und ich hoffe, du hast nicht zu viel dafür bezahlt. Heutzutage gibt es unzählige Möglichkeiten, online antike Münzen zu kaufen. Die Auswahl ist groß, aber leider hat sich auch auf vielen Plattformen der Wurm eingeschlichen. Und es wimmelt da oft nur so von betrügerischen oder auch ahnungslosen Verkäufern, die ihre heiße Ware bei uns loswerden wollen. Unser erstes Beispiel befindet sich auf einer in Österreich sehr bekannten Handelsplattform für allerlei gebrauchtes Zeug, aber auch Sammlerobjekte. Hier versucht sich der Verkäufer sofort mit dem Satz „wurde gefunden, somit weiß ich nicht, ob original ist" aus der Verantwortung zu ziehen. Aber zumindest würde ein vorsichtiger Käufer da bereits Abstand von einem Kauf nehmen, außer er sucht nach einem Platzhalter, bis das Original auftaucht. In der Nahaufnahme können wir uns mit ein paar Details beschäftigen, die vor allem Repliken, die nicht geprägt, sondern gegossen wurden, kennzeichnen. Hier sind vor allem die Buchstaben auffällig, wenn sie nicht scharfkantig vom Münzboden abgegrenzt, sondern eher leicht gerundet wirken. Ein eindeutiges Indiz für eine Gussfälschung. Sehen wir uns gleich einmal die Vorderseite dieser doch recht schön wirkenden Replik in Nahaufnahme an. Auch auf dieser Seite wirken die Buchstaben nicht scharf abgegrenzt. Das würde man natürlich auch unter einem Mikroskop viel eindeutiger sehen. Und auch die Büste des Kaisers, besonders im Bereich der Haare und des Lorbeerkranzes, zeigt, dass die Konturen der Vertiefungen viel zu oberflächlich sind, was auch für die Gusstechnik sprechen würde. Diese Münze zeigt übrigens Kaiser Caligula und auf der Rückseite seine 3 Schwestern. Um wirklich einen Vergleich zu bekommen, zeige ich euch einmal ein Bild eines Originals dieses Münztyps. Die angebotene Münze ist natürlich nicht vollkommen wertlos und wird in der Numismatikwelt, vor allem wenn sie schon etwas älter ist, oft auch als Paduaner-Replik bezeichnet. Die haben durchaus auch ihren Reiz, vor allem weil man sich ja das Original oft nicht leisten kann. Vorzügliche Originale dieses Caligula-Münztyps haben schon bis zu 12.000 Euro bei Auktionen eingebracht. Ein weiterer Anbieter auf derselben Plattform sticht hervor, indem er immer wieder Fake-Münzen anbietet, deren Echtheit bzw. eben Unechtheit er bewusst verschleiert. Ich habe diesen in Kommentaren auch schon oft darauf aufmerksam gemacht, dies zu unterlassen, worauf er mich einfach für Kommentare gesperrt hat. Mittlerweile ist er schon so klug, nicht mehr die Bezeichnung römische Münzen in der Beschreibung zu erwähnen, sondern wie wir hier sehen, die Münzen nur noch als Denare zu bezeichnen. Sehen wir uns die Münzen nun aber etwas genauer an und untersuchen wir sie nach Merkmalen, die auf eine Fälschung hinweisen könnten. Ich zoome mal ein bisschen rein, damit wir Details besser erkennen können. Häufig sind die Bilder etwas unscharf, aber nicht, weil die Anbieter nicht fotografieren können, sondern mit Absicht, um die Echtheit schwieriger überprüfen zu können. Scheut euch also nicht, schärfere Bilder nachträglich zu verlangen, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Zwar sieht man hier die typischen Schrötlingsrisse an den Rändern, aber irgendwie wirken die, als wären sie nicht durch einen Prägeschlag entstanden, sondern beim Abguss vom Original einfach mit übernommen worden. Das zu 100% zu sagen, müsste man allerdings diese Münzen in Händen halten. Eine Ferndiagnose via Bild ist definitiv keine leichte Aufgabe. Weiters wirken auch die Buchstaben etwas verwischt und sind nicht so klar abgegrenzt wie bei einem Prägeschlag. Was hier sofort auffällt, ist, dass einige Rückseitenmotive verschwommen wirken, obwohl das Bild nicht unscharf ist. Das wäre für sich ja noch nicht auffällig, da Rückseitenmotive oftmals Prägeschwächen aufweisen, da diese Münzstempel länger in Verwendung waren. Das gilt allerdings nicht für die Vorderseiten, denn da nahm man es schon sehr genau mit der Darstellung des Kaisermotivs und die Stempel wurden auch häufiger ausgetauscht. Die Motive hier sind zwar dem Kaiser ähnlich, wirken aber dennoch irgendwie nicht so klar und exakt. Natürlich könnte es sein, dass man bei so einem Konvolut auch echte mit unechten Münzen mischt.
Vergleicht man dieses Exemplar mit einem Original des Antoninus Pius, fällt schon eher der Unterschied auf. Außerdem ist mir kein Denar des Antoninus Pius mit Rückseitenmotiv des Mars Ultori bekannt. Da kenne ich eher die Münzen des Severus Alexander mit selbigem Reversmotiv. Aber ein Tipp von mir, fragt doch mal die KI, die in manchen Fällen wirklich gute Hinweise hat, ob es so eine Münze tatsächlich gegeben hat. Natürlich kann es Einzelstücke geben, die noch nicht bekannt sind und auch noch nicht katalogisiert sind, aber wenn euch der Händler sowieso schon suspekt vorkommt, wird er euch wohl kaum so ein Einzelstück preisgünstig abgeben. Das Ergebnis meiner KI-Befragung war sehr eindeutig und zeigt uns, dass außer einem Bronzesesterz keine Münze des Antoninus Pius mit diesem Rückseitenmotiv geprägt wurde. Besonders den letzten Absatz möchte ich euch vorlesen. Zitat KI-Befragung. Sollte Ihnen ein Händler einen Denar des Antoninus Pius mit Mars Ultor anbieten, wäre daher äußerste Vorsicht geboten. Na, dachte ich's mir doch. Leider ist das nicht das einzige Angebot dieses Händlers, das im ersten Augenblick bereits suspekt erscheint. Auch dieser mutmaßliche Sesterz Kaiser Hadrians zeigt bei genauerer Betrachtung seine Auffälligkeiten. Zum einen wirken die Buchstaben der Legende recht breit und plump. Also ich hätte in dieses Angebot zumindest kein Vertrauen, nicht zuletzt, weil ich auch weiß, dass dieser Anbieter immer wieder gefälschte Münzen anbietet. Unten im Halsbereich sieht man zahlreiche kraterförmige Vertiefungen, die man bei Fälschungen als Gusslunker bezeichnet, welche durch Luftblaseneinschlüsse entstehen. Natürlich könnten wir sagen, das sind Zeichen von alten Korrosionsspuren, aber im Zweifel würde ich immer die Finger davon lassen. Ich habe auch schon mehrfach versucht, bei dieser Plattform einen Fall zu öffnen, wegen abweichender Beschreibung mit Verdacht auf absichtlicher Täuschung des Käufers. Die einzige Reaktion, die ich darauf bekam, war der Hinweis, dass am Angebot nichts gegen die Richtlinien und Gesetze verstößt und es deshalb auch nicht gelöscht wird. Falls ihr einmal so gar nicht mehr weiter wisst, kann ich euch eine Facebook-Gruppe mit dem Namen Fake Roman Coins empfehlen. Hier ist eine numismatische Expertengruppe verfügbar, die gerne die Authentizität eurer Münzen prüft. Nach einer kurzen Anmeldung könnt ihr über die Dienste verfügen und eventuelle Unsicherheiten bezüglich der Echtheit eurer Münzen beseitigen. Hier seht ihr meine Anfrage bezüglich eines Sesterz des Marc Aurel mit dem Rückseitenmotiv, wo Marc Aurel und sein Adoptivbruder Lucius Verus sich die Hände schütteln. Ich blende euch mal eine Vergleichsmünze ein, die 2025 bei einer Auktion authentifiziert versteigert wurde. Innerhalb eines Tages habe ich dann von den Experten dieser Facebook-Gruppe einen Antwortkommentar erhalten, der grundsätzlich mal gar nicht so schlecht ausfiel. Die Münze wird hier zwar als echt eingestuft, aber auch als stark bearbeitet und geglättet und vermutlich auch repatiniert, also doch vom Originalzustand deutlich abweichend beschrieben. Solche Repatinierungen werden höchstwahrscheinlich mit Salzsäurelösung oder ähnlicher Chemie durchgeführt. Natürlich ist es selbst für Experten aufgrund von oft nicht ganz scharfen, hochauflösenden Bildern sehr schwer zu erkennen, ob eine antike Münze zu 100% ein Original ist. Deshalb gibt es auch keine absolute Garantie auf die Expertise und oft ist es ein Konglomerat aus unterschiedlichen Meinungen, die bei der Entscheidung von einem Kauf abzusehen helfen können. Und in diesem Fall folgt jetzt im Anschluss die brutale Wahrheit über diesen Sesterz des Marc Aurel. Dieser wird nämlich bei eBay von einem spanischen Anbieter zu einem recht vernünftigen Preis als Replik ganz legal angeboten. Das Erschreckende ist nur, dass er so perfekt gemacht ist, dass aufgrund von Bildern selbst Experten ins Wanken kommen, wenn es um die Feststellung der Echtheit geht. Auch wenn der Preis von 30 € für eine schöne Replik gerechtfertigt erscheint, hat dieses Angebot mir einen echten Schock versetzt. Zwar ist dieser Handel hier vollkommen im gesetzlichen Rahmen, aber ich fürchte, dass zwielichtige Gestalten dabei ein Geschäft wittern könnten und solche Münzen kaufen, um sie dann an noch unerfahrene Sammler antiker Münzen zu deutlich höheren Preisen als echt weiterzuverkaufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke manchmal, ich sollte auf solchen Plattformen mit so wenig Motivation die Seriosität ihrer Angebote zu gewährleisten, gar nicht mehr kaufen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das seht. Der Anbieter dieser täuschend echt wirkenden Münzen könnte zumindest eine Schlagzahl am Rand in Form eines R für Replik einprägen, damit es zu keinem Missbrauch durch weitere Händler mehr kommen kann. Damit ihr den Ernst der Lage erkennen könnt, zeige ich euch noch weitere Angebote des Händlers mit unterschiedlichem Patinierungsstil. Hier seht ihr einen Sesterzen mit einer attraktiven grünen Patina.
Und wenn wir uns das Bild mal vergrößern, wird sichtbar, wie gut gelungen der ist. Für einen Beginner von einem echten Sesterzen kaum zu unterscheiden. Ich schlage vor, wir suchen einmal nach der Rückseite und sehen, ob die genauso gut gelungen ist. Und da haben wir sie schon. Ein bisschen vergrößern. Ja, mit den Abnützungsspuren und den unregelmäßigen Rändern wirkt sie wirklich fast echt. Bei einem Gussverfahren ist es oft wirklich schwer, den Grat, der an den Rändern entstehen kann, zu verbergen. Manchmal sind bei Fälschungen oft Feilspuren vom Entgarten zu erkennen. Hier ist nichts davon zu sehen. Unsere nächste Münze erinnert mich fast ein bisschen an das erste Exemplar des Caligula, das ich euch gezeigt habe. Diese Münze würde ich schon eher als Replik identifizieren, aber wie gesagt, anhand der Bilder ist das immer sehr schwer. Fassen wir zusammen, was die wichtigsten Merkmale einer gegossenen Replik bzw. Fälschung sind. Da haben wir zum einen eine unscharfe Abgrenzung der Textur der Legende. Weiters typische Gusslunker, die auf Lufteinschlüsse während des Gussverfahrens hinweisen. Drittens Feilspuren an den Rändern, die vom Entgraten der Gussränder stammen können. Noch ein Hinweis wäre ein zu runder, gleichmäßiger, symmetrischer Schrötling. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video etwas weiterhelfen und vor allem Ideen vermitteln, wie ihr die Echtheit einer antiken Münze überprüfen könnt. Es wird übrigens noch einen zweiten Teil zu diesem Thema geben, wo ich dann ein Beispiel meines eigenen leidvollen Erkenntnisweges genauer erörtere und auch Beispiele von Fake-Münzen bringe, die ich selbst besitze. Zum Abschluss möchte ich noch die neuesten Infos zu unserem Gewinnspiel weitergeben. Denn es gab letzte Woche keinen Gewinner, der die richtigen 3 Münzen erraten hat, die ich in Paris gekauft habe. Ihr habt also die Chance, in den Kommentaren dieses Videos erneut einen Tipp, und zwar wirklich nur einen Tipp, abzugeben. Vielleicht klappt es ja dieses Mal, einfach dranbleiben. Und wie versprochen schließe ich einen Sesterz von der Auswahl aus. Somit verbleiben 17 Stück. Ausgeschlossen wird der Sesterz des Antoninus Pius mit Securitas auf der Rückseite und der RIC-Nummer 641. Falls ihr das Video Numismatica Einkaufstour in Paris noch nicht gesehen habt bzw. nochmals sehen wollt, verlinke ich es hier am Ende des Videos. Dort findet ihr alle Bedingungen zur Teilnahme am Gewinnspiel, bei dem ihr einen hervorragenden Sesterz des Kaisers Hadrian gewinnen könnt. Also schreibt hier in diesem Video einen Kommentar, welche 3 Münzen eurer Meinung nach von mir in Paris gekauft wurden. Und vergesst nicht, nächste Woche kommt die Fortsetzung über Fake-Münzen. Und dann schließe ich eine weitere Münze des Gewinnspiels aus, sofern wir noch keinen glücklichen Gewinner haben. Also bis dahin.